Mein Name ist Nick Heidfeld, ehemaliger Formel-1-Rennfahrer und ich fahre einen Porsche Carrera GT. Das Auto ist für mich ganz klar das Lieblingsfahrzeug von allen, die ich bis jetzt in meiner Sammlerkarriere, würde ich es bald nennen, hatte. Den finde ich nicht nur optisch perfekt vom Sound, sondern auch vom Fahren. Der hat für mich wirklich das komplette Paket. Die meisten anderen leider letztendlich stehen viel in der Garage rum und werden nicht bewegt, aber den höre ich immer rufen aus der Garage. Und was mir bei dem Carrera GT aufgefallen ist, jetzt schon des Öfteren, ist, dass wenn ich aussteige, ein paar Meter weggehe, mich umdrehe und den so schön finde, meine Kamera auspacken und ein paar Fotos mache. Das hört sich bescheuert an, aber für mich ist das ein Zeichen, du hast dir das Auto gekauft, genau das, was du haben möchtest. Walter Röhrl, eine Legende, hat das Auto mitentwickelt. Ich glaube, auch für ihn ist es einer der Lieblingsfahrzeuge. Und auch wenn man das Fahrzeug in meinen Augen nicht am Limit bewegen muss und es nicht übermäßig gefährlich ist, auch wenn der eine oder andere mir da nicht zustimmt, fühlt man wirklich bei dem Auto, dass das die Rennsportgene hat. Nicht nur vom Fahrzeug her, natürlich auch vom Motor. Ich glaube, bei so einem Fahrzeug hilft es schon oder merkt man, dass man Ex-Rennfahrer ist. Zumindest weiß ich das aufgrund von Gesprächen, die ich schon mit anderen Leuten hatte, die so ein Fahrzeug gefahren sind, die dann vielleicht ab und zu mal Situationen hatten, wo die dachten, oh, was macht das Fahrzeug denn jetzt? Das gefällt mir ja gar nicht. Und für mich war es genau andersrum. Ich habe es gespürt und dachte, oh geil, das fühlt sich wie ein Rennwagen an, wenn er mal kurz hinten ausbricht, aber relativ vorhersehbar und noch viel wichtig, sehr kontrollierbar. Der Sound ist ein ganz wichtiger Faktor. Der macht für mich das Auto rund und perfekt in allen seinen verschiedenen Bereichen. Und es ist eine Emotion, die aufkommt, die man nicht erklären kann. Wie manche vielleicht gutes Essen lieben oder gute Musik, das macht irgendetwas mit einem. Das kann ich jetzt nicht erklären, aber das Auto klingt für mich wunderschön und erinnert mich tatsächlich ein bisschen an meine Formel-1-Zeit, als wir da die schön klingenden V10-Motoren hatten. Und ja, da werden auch ehrlich gesagt ein paar Erinnerungen dann wach. Für mich ist es eine Sünde, das Auto umzubauen, wenn man es denn falsch macht. Ich bin auch ein Purist und würde auch sagen, oh, bitte nichts an dem Auto machen. Dementsprechend möchte ich das auch nur in Nuancen und ganz fein machen. Und für mich spielt die Optik da noch eine größere Rolle als die Technik. Und wenn wir da ein neues Fahrwerk reinmachen, sieht man an der Optik keine Veränderung. Das Auto wird verbessert, optimiert und das, was heute verfügbar ist, ist noch mal viel besser. Vor allem auch auf die neuen Reifen, die jetzt auch drauf sind von Michelin, perfekt angepasst. Und zusätzlich, was mir auch wichtig sein wird, was auch immer ich mit dem Fahrzeug mache, dass man es wieder theoretisch zurückbauen kann. Das Schlimmste ist wirklich, dass das Fahrzeug extrem tief ist. Und im Gegensatz zu den modernen Supersportwagen kann man den Wagen während der Fahrt nicht höher oder niedriger machen. Und wenn irgendwo ein Speedbump oder sonst was kommt, bin ich aufgespissen. Also das Wichtigste ist für mich am Anfang mal die Möglichkeit zu haben, den höher zu setzen. Was mir aber auch wichtig ist, dass ich nach Möglichkeit im Idealfall 2 Varianten haben kann, die ich einstellen kann an den Dämpfer. Einmal das, was das Optimum ist für jetzt, aber dann möchte ich auch nicht das Grundkonzept, die Basis des Autos, die Seele und wie es sich bewegt und anfühlt, verändern. Also da möchte ich, dass wir da ein Setting haben, was relativ nah an dem Jetzt-Ist-Zustand ist. Als ich das Fahrzeug neu hatte, habe ich mich natürlich umgehört und geschaut, ob es schon so ein System gibt. Und da gab es eigentlich nur KW. Ich meine, die haben in der Branche einen super Namen. Ich habe über die Jahre mit vielen verschiedenen Herstellern im Rennsport zusammengearbeitet. Nach 2, 3 Telefonaten bin ich dann bei KW direkt gelandet, haben uns gut verstanden und war dann sehr froh, dass wir da zusammen ein kleines Projekt draus machen können. Wir haben hier eine neue Technologie eingesetzt, eine V5 Verdrängerdämpfertechnologie, wie sie in Formel 1 oder GT3 im Motorsport eingesetzt wird, mit einem HLS Höhenlift. Die Feder nicht in unserem KW gelb-lila, sondern für Nick konnten hier jetzt die Federfarbe den Radmuttern anpassen.
Also was ich heute bei den ersten Fahrten schon gemerkt habe, was ein Riesenvorteil und ganz wichtig für mich ist, dass ich mir weniger Gedanken drüber mache, wo wir denn jetzt hinfahren. Vorher war es so, ich sehe irgendwo in der Ferne ein Baustellenschild oder eine 30er-Zone und denke direkt, nein, hoffentlich komme ich da durch, hoffentlich habe ich nicht gleich einen Stau hinter mir, weil ich nicht über irgendeinen Pöller drüber fahren kann. Kann den jetzt einfach höher legen und kann da viel entspannter mitfahren. Das ist für mich zwar kein Auto, mit dem ich jeden Tag fahre, aber es macht so viel Spaß, dass ich das schon ab und zu mal aus der Garage holen möchte. Was jetzt bei den neuen Dämpfern auch ein großer Vorteil ist die Tatsache, dass man 3 verschiedene Presettings schon vorgegeben hat von KW. Einmal die Standardvariante, was ja nah ans Original angelehnt wurde, fährt sich wirklich sehr ähnlich. Ich habe einen Unterschied gemerkt, gerade bei kleineren Bodenwellen. Da fühlt es sich ein bisschen bequemer und sanfter an. Wenn man dann über einen Gullideckel oder sowas fährt, merkt man, dass, glaube ich, der Reifen ein bisschen mehr Kontakt hält. Ich merke es aber mehr im Sitz, im Körper, dass sich da was bewegt und tut. Da, wo es aber dann wirklich deutlich mehr Spaß gemacht hat und ich ein kleines Grinsen auf dem Gesicht bekommen habe, ist, als ich das erste Mal ein bisschen schneller eine Kurve abgebogen bin. Da habe ich dann gemerkt, wenn man ein bisschen mal Load aufs Auto drauf macht, Querbeschleunigung und ein bisschen härter auf die Bremse tritt, ist das Feedback deutlich besser und das Grip-Level ist tatsächlich einfach generell ein bisschen höher. Dann mehr eine Komfort-Variante, die dann für den Fahrer oder oft auch für den Beifahrer das Ganze deutlich angenehmer zum Fahren macht. Das ist dann gerade auf längeren Reisen vielleicht deutlich komfortabler, hat aber auch die Möglichkeit, komplett in die andere Richtung zu gehen, ins sogenannte Race-Settings. Und wenn man dann mal auf die Rennstrecke will, dann ist das Ganze noch ein bisschen sportlicher und auch von der Rundenzeit noch schneller. Da für mich die Originalität bei so einem Auto relativ wichtig ist, war es auch entscheidend, wie wir so ein System da einbauen können, ohne das Auto optisch groß zu verbasteln. Und da gibt es jetzt einen einfachen Knopf, der im Aschenbecher verbaut ist, der wirklich in der Mitte versteckt ist, das sieht man gar nicht. Bei KW ist der Riesenvorteil, dass sie einen eigenen 7-Poster haben. Da kann man quasi das Auto draufstellen und Straßen nachstellen, ohne dass sich das Auto bewegt. Der Motor muss nicht an sein. Und das Ganze ist dann mit Sensoren versehen. Kannst dann Impulse eingeben, wo das Auto bewegt wird. Und ein ganz wichtiger Aspekt zum Beispiel ist, wie viel Druck auf den jeweiligen Reifen drauf ist, dass der nicht in der Luft ist, sondern wirklich immer Kontakt zum Boden hat. Und da kannst du dann alle möglichen Parameter ausprobieren und feinjustieren. Ist wirklich spannend und interessant auch für einen Endkunden, die Möglichkeit zu haben, da verschiedene Settings zu fahren. Ich bin selbst eigentlich kein Fan davon, selber ein bisschen rumzufummeln. Zumindest im Motorsport habe ich die Erfahrung gemacht, dass es am besten ist, wenn man Settings nimmt, die wirklich auf dem 7-Post rausgefahren sind. Ein Aspekt, der mich ein bisschen überrascht hat, weil ich ja von Anfang an wollte, dass das Auto sich nicht groß verändert, ist die Tatsache, dass sich das Gefühl und die DNA nicht groß verändert hat, aber das Feedback ist noch feiner und direkter geworden. Und so spüre ich das Auto eigentlich noch mehr, ohne dass es sich wirklich verändert. Und das macht schon noch ein bisschen mehr Spaß. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass das Auto heute noch relevanter ist als in den letzten Jahren und die Relevanz auch, glaube ich, niemals mehr verlieren wird. Es ist vielleicht der letzte analoge und beste Supersportler, den es je gab.